Impfstoff gehackt? Und was hat es eigentlich mit der SolarLeaks Webseite auf sich? Das und mehr in der heutigen Folge Cybersecurity Freitags mit Fejas. Vor einigen Wochen wurde ja die Europäische Arzneimittelbehörde gehackt. Nun ist herausgekommen, dass die Hacker die Dokumente bezüglich diesem Covid-19-Impfstoff nun online gestellt haben. Was genau auf diesen Dokumenten draufsteht, ist noch nicht klar, aber was die EMA bestätigt hat, ist, dass weder BioNTech oder Pfizer gehackt wurden, da diese Firmen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen im Platz haben. In Kolumbien wurden Teile der Regierung sowie Firmen aus der Energie- und Metallbranche Opfer einer neueren Malware-Attacke. Diese Art von Malware-Attacke sehen wir bei Xeon Trace relativ oft und das Angriffsmuster ist eigentlich immer das gleiche. Via Phishing wird ein Opfer ausgesucht, das indirekt angegriffen wird. Das Opfer klickt dann auf etwas im E-Mail-Anhang. Dieser E-Mail-Anhang löst entweder etwas lokal direkt aus oder verbindet sich mit einem Tool im Web und fängt dann an, weitere Sachen herunterzuladen. In diesem Beispiel sehen wir, dass diese Phishing-E-Mail, was meistens irgendwie etwas Aktuelles wie die Covid-19-Testresultate oder irgendwie ein Verkehrsproblem oder sonstige Probleme, irgendwelche Lohndokumente etc. beinhalten, die das Opfer dazu verleiten, das E-Mail oder den Anhang entsprechend zu öffnen. Nachdem das Ganze geöffnet wird, verbindet sich das angehängte Dokument mit einem Server außerhalb des Netzwerks, installiert oder lädt dann entsprechend ein ZIP- oder RAR-File runter, welches dann entpackt dann diesen Remote Access Trojan, also ein trojanisches Pferd oder eine Software in Form von einem trojanischen Pferd entsprechend ins System einschleust. Dann ist es meistens schon zu spät und Xeon Trace würde genau schon früher bei genau solch einer Attacke Alarm schlagen und würde diese Anomalie entsprechend erkennen. Der SolarWinds-Krimi geht weiter. Es ist nun eine Webseite aufgetaucht, die SolarLeaks heißt, bei welchem die Initianten Software und/oder Dokumente veröffentlichen von den Firmen, die sie entsprechend gehackt haben. Hier sind unter anderem die Red Team Tools der Cybersecurity-Firma FireEye mit drin, was insofern ein Problem ist, weil genau diese Tools eben verwendet werden bei einer Beratung entsprechend Lücken im System aufzudecken. Auch spricht man von Programmiercode, also Source Code von der Firma Cisco und Microsoft, die auf SolarLeaks für etwa 600.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt werden können. Das zeigt wieder mal, dass es eigentlich nicht eine Frage ist, ob man je gehackt wird, sondern eher wann und wie schlimm. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie in eine Sicherheitslösung wie Xeon Trace investieren und das Thema Network Detection und Response in Ihre Sicherheitsstrategie aufnehmen. Mein Name ist Peer Salingan und ich zeige Ihnen jeden Freitag Cybersecurity Nachrichten aus der ganzen Welt.